Nothing weird or creepy about that. Er hat schon im dritten Reim Where's keine that Lust mehr gehabt. music coming from? What is happening? Good afternoon, I've traveled from afar. A simple girl who wished upon a star. Inside this castle lies my fate. Perhaps I'll even get a date. To my old life I sing au revoir. And you are? Siehst du dasselbe, was ich sehe? Gut überall, ja. It's Lil, and you need a good reason to be let in, but so far I'm not optimistic. Do you have any ID or anything? I assure you that my heart is true. Must this be a whole to-do? Inside these walls of destiny away. Wenn wir das Röntgengerät hätten, könnten Just wir sie feels like if you entwaffnen. weren't singing, we could move the plot Ja. along faster. Oder können wir sie auch so entwaffnen? Ich muss mal gucken. Ansonsten könnten wir ja auch zum allerersten Mal unsere Zeitmaschine benutzen. Tut das Not? Ich weiß das nicht. I lie awake at night worried that my parents are right. I should have become a lawyer or a doctor, and I'll never make it in theater. Also, I've got a rap sheet as long as my arm, and I'm wanted in 7 counties. So there's that. Why, that was so strange. I seem to have blacked out for a moment. No matter. I'm just so thrilled to finally be here in the sprawl. The people, the culture, the food, the hundreds of dark alleyways that could just swallow a person up. I have to say, I'm losing patience, Lil. At first you seemed so innocent, but still, I have a hunger driving me. The people everywhere will see my dark destiny I will fulfill. Well, that took a dark turn. Okay, Lil, now that we're real bosom friends, I guess I can open up to you. Can you just tell me and not sing it? Nope. Ah. I guess that it's all so true. Why I ventured here to you is that I am a thief. And also I should claim that I likely bear the blame for forging checks and larceny, for smuggling drugs and piracy, for setting many fires and causing grief, so much grief. Oh my god! Just because you're singing it doesn't make any of that remotely okay. Also, soll ich was spoilen? Ja. Die hatten einen Gegenstand, den brauchen wir. Später. Oder können ihn Okay. brauchen. Ich meine, das Spiel ist so angelegt, dass wir es auch ohne wahrscheinlich schaffen, aber... Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir den Gegenstand noch anders. Aber theoretisch, wenn wir sie untersuchen mit einer, entweder mit dem Metalldetektor oder mit dem X-Ray-Gerät, könnten wir, ihren Feueranzünder bekommen. Tja. Haben wir beides schon benutzt, also lassen wir sie Deswegen einfach nur nicht rein. Deswegen hatte ich nämlich die Zeitreise vorgeschlagen. Oh, wäre eine Möglichkeit. Wollen wir? Und dann sparen wir uns das der zweiten Botschafterin, die Schwerter anzugucken, oder was? Wenn du so weit zurückreisen wolltest, ansonsten hätte ich mir das Pferd nicht angeguckt und hätten so rausgeschmissen. Weil das wesentlich näher ist. Ja, nun, mir ist das egal, mach wie du denkst. Ich meine, wir können es auch so weitermachen, mir ist es egal. Ja, keine Ahnung.
Mensch, hast die Entscheidungsfreudigkeit. Wir spielen einfach so weiter. Ei, ei, Captain. Keine Zeitreisen, ich mag Zeitreisen nicht. I see now that you aren't my friend. My time here is Ich glaube, wenn wir sie reinlassen, wird sie schlimme Dinge tun. You're the worst. Trotz des süßen Gesangs des Singvogels hast du richtig erkannt, dass es sich um eine mörderische Wahnsinnige handelt und sie abgewiesen. Mit dem richtigen Werkzeug hättest du noch mehr erfahren können. Das hätte uns dann halt den Anzünder gegeben. Vielleicht kriegen wir ihn auch später irgendwie. Und wir haben genug Sterne. Tja, Aufgrund deiner guten auf Arbeitsleistung, jeden Fall. 3,17, sind wir für diese Schicht 30 Gold bezahlt. So. Denkt dran, 3 Sterne für ein gutes Ergebnis bei Lil Guardsman. Das 4-Sterne-Ergebnis erfordert eine überragende Kombinationsgabe, perfekte Ausrüstung und ein Quäntchen Glück oder ein Kombination aus allen 3 Dingen. Oder du kennst das Kapitel schon. Die Ergebnisbildschirme, die bringen dich zu einem 3- und 4-Sterne-Ergebnis. Bla bla bla. Tja, wie du siehst, sind jetzt hier rote Wände drin. Is this the right place? It is. I mean, enter if you dare. Oh, you dared. Hello. Welcome to my lair of chaos. It looks like a bedroom. It is his damn bedroom. It can be 2 things. I'm a minimalist. So, this is the little guardsman we've been talking about. Wait, you are, right? I can't imagine why I wouldn't be. Good news, little girl. You're going to be working the gate for the foreseeable future. What? That's not good news. Why me? I hardly have a grasp on what I'm doing, and I'm barely tall enough to see over the desk. I see. Then you're free to go. Keep it together, Mal. Listen, little girl. We have eyes and ears all over the city, but the gates have always been a blind spot for me. The point is, the safety and security of the sprawl must be preserved and protected, and you might be positioned to help maintain the balance. Do you understand our meaning? You want me to do favors for you. Use my position at the gate to let in the people that you want in, deny who you don't. Am I on the right track? You're at the station. What if I refuse? You can't make me do anything I don't want to do. I'm 12 years old. Damn it, you've got us there. But how about we leave it up to chance? Guess which hand is holding the colored ball, and we'll forget about the whole thing. But if you guess it correctly, you agree to do our bidding no matter how nefarious or unreasonable. Sound like a deal? Do I even have a choice? Yes. You choose which hand. Not the brightest one, is she? Ja, welche Option nehmen wir? Lieutenant Striker, linke Hand, rechte Hand, Lady Ash. Brauchst du so lange mit entscheiden oder bist du nur wieder stumm gescheut? Beide Hände? Geht leider nicht.
Unit sagt Lady Ash. Malcolm is left-handed, I think, so I'd pick his left. Oh, das sind Tipps. His right hand. Pick his right hand. You can't go wrong when you pick right. Tja, sie haben beide was Unterschiedliches gesagt. Lady Ash hat gesagt linke Hand. Und verloren. Oh, I'm sorry. That was the wrong choice. What you should have chosen was my foot. Ich glaube, man kann da nur verlieren. Ja, kannst du auch nur. But you said it would be in your hand. And what is the foot if not the hand of the leg? You lost fair and square. But Oh, and don't worry about your father. We're each quite capable at finding ways to keep him busy, making sure you have to cover for him. but That concludes this briefing. We suggest you go back home, rest, and wake up tomorrow prepared to go to your new mundane job, which you will work at for the foreseeable future. It's called being an adult. Keep an eye out for our directives in your daily Guardsman writ. I trust you won't disappoint us. Goodbye. Why did you turn off the light? She obviously knows we're still here. She wouldn't have known that if you didn't start talking. I should have brought another drink. Sie sagen nicht, als ob sie nicht mehr hier wären, was sie aber noch sind. Okay, die ignorieren uns. boy, what a day. Hey, Arda, pour me a cold one, will ya? Make that two, Arda. Hey, wait a minute. You're too young to be drinking cold ones. Make hers a milk, please, Art. Can it at least be cold? That depends. How did work go today? Did better than a 2-star rating, I can tell you that. How was... what were you doing again? The bidding of the 3 royal advisors. Do you think it's normal that the big names and faces of this city are using us for their own personal and political gain? After today, I don't know what's normal anymore. So, There's someone waiting for you in the back alley. Garcy blinkers, Gerby bonbons. Anyways, it's just through that door over there. That Malcolm is a madman, but at least he pays well. And with you working the guard shed, I'm pulling in 2 salaries. Oh, hat einen neuen Your milk Hut. is on me. ja. Manche von den Leuten, die wir am Shore getroffen haben, wenn wir sie reinlassen, tauchen hier in der Bar auf. Hey, we have extra of the daily special today. Eggs and oil and lemon. Do you and your dad want to take it? No, we're not gonna take it. This hat, it is not as fantastic as my previous hat. My journey, it Oh continues. Gott. Was? Also, die Bar heißt Twisted Sister. Ja. Und ihre Antwort war, we're not gonna take it. Ich wusste, dir gefällt das. Ja, mir gefällt das sehr. Die Punts hören ja schließlich auch nicht auf. Aha! There she is, the brilliant little half-pint running the desk. I trust you refused entry to the envoy from the Marvog Empire like we talked about? If you did, I have the gold I promised you right here. Yep, I sure did. Kick their ass back to Marvog. Incredible bravery in the face of a brutal murderer. Oh, you know, all in a day's work. What kind of gold are we talking about here? I have here 20 pieces of gold. Fair is fair. Take them.
They are yours, and with many thanks from Prince Phineas Pomp, heir to the throne of Petrard, son of King Phineas and Queen Buttermilk, who was daughter of King... Just the gold, thank you. Oh, yes, here you are. Ja, ich hab die gerade beschissen. Vollkommen in Ordnung, hätte ich genauso gemacht. Lil, you came. Welcome to Garby Bunch's Emporium of Wonder. You're my very first customer. I was actually inspired by watching you alternately help and hinder folks at the gate yesterday. And I thought, Garby, there must be an industry of Ich find's immer enterprising wieder schön, dass hier die individuals Hälfte nicht supporting the übersetzt guards. ist. And when I looked around, there wasn't. So I met a mage who's got a magic crystal hookup, and now I'm selling Guardsman tool power-ups. If you've got the cash, I can sell you extra power crystals. Both the good kind and the cheap roll the dice and see what happens kind, as well as power-ups for all of your tools. It's pricey, but the more crystals you can load into those bad boys, the better. Finally, if you need cash, you can sell me anything you might have taken off of unsuspecting suckers. Here, take a look. Genau, wir könnten die Fotos verkaufen. Die können wir aber behalten zum Vergleich, wenn die dann tatsächlich auftauchen. Und ich weiß nicht, was wir mit dem Kopf noch machen können. Also wir können ihn behalten, in der Hoffnung, dass wir ihn nochmal brauchen. Oder wir verkaufen ihn. Du hast das Spiel ja schon mal gespielt. Hast du ihn gebraucht? Rosti, du klingst, als würdest du am anderen Ende deiner Wohnung sitzen. Sorry. Du hast das Spiel schon mal gespielt. Hast du den Kopf gebraucht? Ich habe den damals nicht bekommen. Ich habe mich anders verhalten. Im Tor. Also hast du ihn noch nicht gebraucht, also... Meh. Wie bereits gesagt, die Optionen ändern sich ja je nachdem, was wir tun. Ja, das stimmt. Ich weiß es nicht. Jetzt ist es zu spät, jetzt habe ich einen Verkauf, weil du gesagt hast, ich will einen verkaufen. Ich würde das Wahrheitsspray einmal upgraden. Ja. Und dann ist unsere Kohle leer. So, und jetzt können wir zu Bett gehen und den nächsten Tag anfangen. Wenn ich mich nicht täusche, hat das Spiel insgesamt 12 Tage. Das geht also auch nicht so lange. I think I've done everything I need to do, but are you sure you're ready to hit the hay? Quiet, you. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die deutsche Übersetzung vom Google-Übersetzer geschrieben wurde. Ja. Seamus McCobold hat beim Streichen der Verliesmauern fantastische Arbeit geleistet. Trotz seiner Bescheidenheit hat er wirklich Talent. Er hat nicht einmal die Farbe gekleckert und alle Ecken bemalt, ohne sie abzukleben. Echte Qualitätsarbeit. Was brachte ein neues Leben in den Raum, in dem einige Leute auf ihre Hinrichtung warten. Seamus ging mit einem hart verdienten Gehaltscheck in einem Strauß Blumen für seine Frau in der anderen Hand nach Hause. Er brachte seine 6 Koboldkinder ins Bett, schnappte sich seine Frau und trug sie ins Schlafzimmer. Das 7. Kind, Becky McCobold, kommt irgendwann im Sommer. Der petrardianische Gesandte stellte sich bei Hofe vor, was ganz in Ordnung lief, bis Prinzessin Desdemonia ihm aus reiner Hilflichkeit seinen Horn zuerkannte. Er fuhr fort, um sein eigenes Horn zu tröten, was die Gunst, die er gerade noch erlangt hatte, schnell verringerte und allen Anwesenheiten mit einem schlechten Geschmack im Mund und einem Klingeln in den Ohren zurückließ. In dieser Nacht, als er in seinem Bett in der Kammer lag, die er für den Besuch der Würdenträger vorgesehen war er sehr zufrieden mit sich selbst, dass er es geschafft hatte, die
Konkurrenz erfolgreich zu dezimieren, indem er eine Wache bestochen hatte. Er dachte sich, vielleicht habe ich meinen Beruf als Spion verpasst. Aber überlegte es sich schnell, als er sich die Lebenserwartung eines patriarchischen Geheimdienstagenten vor Augen führte. Signor Capello Fantastico betrat Spall und begann seine Suche nach einem perfekten Hut. Er machte sich zu jedem Laden auf, der Kopfbedeckungen der Spall verkaufte. Henrys Hüter, Heidis... Stopp. Ja. Hast du den Namen von dem Gesandten gesehen? Fenton Harcourt Mart. Das ist ein relativ ikonischer Charakter aus Star Trek. The Original Series. Ah, okay. Ist eine Weile her, dass ich das gesehen habe. Kommt später dann auch nochmal in Discovery vor. Oder ist das früher? Keine Ahnung, das ist alles so kompliziert mit der Zeit. Für mich ist es auch eine Weile her. Ich finde aber die Anspielungen süß. Ich weiß nicht. Ich finde, die drängen sich nicht so penetrant in den Vordergrund, wie das bei Randall's Monday hatten. Wo waren wir? Ach ja. Henrys Hüte, Heidis Hauben, Homers Helme, der Chapeau-Schuppen, der Hütehaufen, Hüte, auf die Mütze und sogar Jedels Jamulke Jurte. Aber keiner von ihnen hatte die Art von Hut, nach der er suchte. Aber sei versichert, Signor Capello Fantastico gibt nicht auf, bis die Oberseite seines Kopfes wieder in frühem Glanz erstrahlt. Nachdem sie die Prinzessin die Botschaft von Prätor Quagen übermittelt hatte, ging die Marmark-Gesandte am Nationalballett der Repertoire-Kompanie von Spall vorbei, die im Park erprobte. Als die Marmark-Gesandte sah, dass die Ballerinas von der Spall etwas völlig Falsches machten, beschloss sie mitzumachen, um ihnen ein oder zwei Dinge beizubringen. Nun sind die Ballerinas von Spall Expertinnen für die Ausgangsposition und für Mord. Da die Gesandte abgelenkt war, erfuhr die Prätorin nie, ob die Prinzessin ihre Nachricht erhalten hatte. Aber keine Sorge, die werden sowieso auftauchen. Der falsche Sir Beverly, dem die Einreise verweigert worden war, nahm seine falsche Rüstung ab, stieg wieder auf sein falsches Pferd und ging nach Hause zu seiner echten Hütte, wo er bei seiner echten Mutti wohnte und sich in seiner echten Depression wälzte. Chloe wurde von einer Patrouille außerhalb der Stadtgrenzen aufgegriffen, nachdem sie mit ihrer Lötlampe ein Hühnerhaus in Brand gesetzt hatte, das sich auf eine Reihe umliegender Häuser ausbreitete, war die Schatzkammer richtig was kostete und die Lebensmittelversorgung der Stadt gefährdete. It's news in the morning with me, your news anchor, Manuel Mentiroso. Breaking news. The chosen suitors for our Naja, kann ja mal beloved and passieren. newly available Princess Desdemona will be arriving today in the sprawl. Be on the lookout for royal carriages, entourages, and attitudes. Breaking news. The Duchess of Scarborough's prized pet cat, Sprankles, has passed away at the age of 43. A representative from the Small Rodent and Budget Coalition shared their condolences, then immediately scampered around without reserve. Breaking news. The Sprawl will be host to a Goblin Ball match today between our Sprawl Brawlers and the opposing Kaladar Lightning at the Goblin Ball Arena. Breaking news. That was my last piece of breaking news. Keep tuning in for all your Sprawl news updates. We now return to our regularly scheduled radio silence. So, das war das. Breaking news? My butt. Und wir haben wieder einen Brief. Oh look, another note. Lil, ich bin weg, um Ten Striker einen Gefallen zu tun. Anscheinend braucht sie mich, um zu messen, wie lange man braucht, um einmal komplett im Sprawl rumzulaufen. Im Ernst. Ich hätte letzte Nacht nicht an den Hotdog-Wettessen teilnehmen sollen. Tu mir einen Gefallen und geh nach der Arbeit runter zur Kobold-Bäuerräder und platziere eine Wette über 30 Gold für mich. Es gibt einen extra Fünfer nur für dich. You didn't tell me which team to bet on, but my chances can't be any worse than his usually are.
So, wir müssen jetzt also aufpassen am Tor und was wir nachher am Stadion erfahren, damit wir auf das richtige Team setzen. Erwarte die Ankunft von Kronprinz Phineas von Pedron und Prätorin Kargan von Marvark. Erfülle deine Pflicht, aber halte sie nicht unnötig auf. Ash. Heute ist das Halbfinale des Kobold-Pokals zwischen unseren geliebten Sprawl Brawlers und den Kaladar Lightning, die Bastarde. Ash. Es gab einen Bericht der BS-Bank von Spar über eine Reihe ungewöhnlicher Transaktionen im Zusammenhang mit Sportwetten. Eine Erinnerung an die Wachmannschaft. Statt Offiziellen ist es untersagt, an inoffiziellen Sportwetten teilzunehmen. Striker. Die Wachen hören Gerüchte über einen verstärkten Schmuggel. Seid wachsam und achtet auf alles, was ein Geheimfach haben könnte. Vertraut niemanden, setzt die Wahrheitsspray ein, wenn nötig. Striker. Genau. Das war ein Hinweis darauf, dass wir wahrscheinlich das Wahrheitsspray brauchen. Gut, dass wir es gestern Abend geupgradet haben. Und dann hole ich noch den Scanner und dann sind unsere Kristalle leer. Wir kriegen nämlich immer nur 3. Wir können zwar zusätzliche kaufen, die sind aber nicht permanent. Das ist... Yes, it is I, little one, heir to the throne of Petrard, here before you in the flesh. Also das ist nur bis wir sie benutzen, wir kriegen nicht dann jeden Morgen mehr. Das ist ein bisschen schade. Please, no need to bow or genuflect. No need to avert your eyes, no. For though I am a crowned prince of the realm, I am a humble man, one of the people. No better even than you, tiny gatekeeper. So, sollten wir irgendwie Bescheid sagen? Für seine Pflicht, oder halt sie nicht unnötig auf. You'll be glad to know that the opening ceremonies of our newest royal sulfur mine Ich würde noch mal gucken, ob der das wirklich ist. Ich würde ihn noch mal mit dem Bild Only vergleichen. 4 deaths, which is far fewer than the last. No matter, we look forward in Petrard. No sense crying over spilt. Well, there it is. I'm glad things went well. Jeez, 4 dead? At an opening ceremony? Yes, tragic. Avoidable, but still tragic. Luckily, it wasn't anyone important. A few unskilled laborers and 1 server. Could have been much, much worse. Ja, der ist auf jeden Fall charmant, nicht wahr? Betrags pompöser herausgeputzter prahlender Prinz Phineas. Kann man das größer machen? Nee, aber das ist ja schon, wenn du das so guckst, siehst du es? Achso, wir haben ja kaputte Kristalle gekriegt, die nicht einsetzen können. Naja, jetzt ist es zu spät. Ja, wir sollten ihn aber auch nicht aufhalten, also sollten wir ihn vielleicht einfach durchlassen. Ja. Erfülle deine Pflicht, Fragen stellen, haben wir gemacht. And with that, it is off to face the princess and destiny. Before I go, can you spot me a $5? I'm afraid I left my wallet in my other pants. Geben wir ihm einen 5er? Ich mach's einfach. Much appreciated, little one. I'll be sure to send a case of quality Petrardian fizzy to your local establishment. Nice to keep some of my favorites on hand anyway. Wird der Grund uns wirklich Geld von den Bauern schnurren? Wahrscheinlich nicht. Außerdem wirst du diese 5 Kröten nie wiedersehen. Good day. I traveled up here with the convoy what was bringing Prince Phineas to the sprawl. I'm not staying long. Just need a place for tonight before I head back to Petrard. I was hired to come along with the convoy in case anything broke down on the way, in case repairs were needed on any of the equipment or transport. The prince doesn't exactly travel light. 3 carriages of wardrobe changes alone. To be honest, I don't get to the sprawl often. Too many mages around these parts for my liking. I'm sure they were glad to have you as a personal insurance policy.
I don't know if I'd go that far. If they didn't absolutely need to hire someone to make sure the prince was here bright and early, they surely would not have. Wouldn't spend a penny on their dying aunt, the Pomp family. If I could have afforded to stay home, I would have. But they made me an offer I couldn't refuse, so to speak. Was it a threat? A horse's head in your bed? Nope, just a big heaping pile of money. The king and queen are desperate for the prince to secure the hand of Princess Desdemona. The future prosperity of Petrard depends on it. To be frank, the whole kingdom is flat broke. This is their only chance, to marry rich. The future prosperity of Petrard depends on it. To be frank, the whole kingdom is flat broke. This is their only chance, um reich einzuheiraten. Perfekt. Mann, Posti. Was sagst du dazu? I guess that explains the big deal everyone's making out of this whole let's marry the princess off thing. Shouldn't she have some kind of say in the matter? Oh my. Now that is something seriously worth considering. If you happen to have anything that's broken down and needs a good once-over, just set me to it. I'm capable of working more magic with these two hands than the whole bloody guild of mages, I'll tell you that for free. As a matter of fact, the jukebox at the Twisted Sisters Tavern has been on the fritz for ages now. Oddly enough, fixing fritzy jukeboxes is my specialty. I'll go there straight away and you'll be boogieing before you can sing a chorus of Hey Nani Nani. I don't understand what any of that meant, but great. I thank you for this respite for the evening. I'm certainly glad I don't have to head all the way back to Petrard tonight. By the way, do you know of a good inn nearby? No better place than the Twisted Sisters Tavern. Not a classic beauty, but she'll get you where you need to go. My kind of establishment. I'll see you there. Es gibt viele Dinge, die ins Paar auseinanderfallen. Und ein guter Draht könnte dazu führen, dass er ein oder andere für sich repariert. Genau, wir hätten die Box scannen können, aber... Sprinkles! Ja. Eine kleine Gruppe schwarz gekleideter Leute nähert sich dem Häuschen, weint und stöhnt. Oh, boo-hoo-hoo. Oh, Sprinkles. Weep, weep, weep. Ich weiß, was man hier machen muss, so ungefähr noch. Okay. Soll ich einfach? Ja. Erinnerst du dich jetzt an die Sache mit den Compartments? In dem Wahrheitsspray? Mhm. I only went to the funeral because Monty's was catering. I always hated that damn cat. Sprinkles! I'm sad. I've just got to keep quiet, get the cat past customs, and then drop the illegal contraband off at the dungeon. Then I'll get my money and be set. My eulogy was very rambly and very poorly received. Hang on. What did you just say? I'll admit it. I hated the cat. No, not you. You, mourner guy. I confess, I've been holding this inside for too long. I was approached by a weird guy who tricked me into smuggling illegal pixie dust into the sprawl for him. He was holding the ball in his foot. Who does that? I plead guilty, Your Honor, on the grounds of I did it. I'm not a judge, you know. Oh. But I'll leave it to the courts to deal with this. The rest of you, pack up your dead cat and be on your way.
Have fun burying your cat. We shall. Sprankles will be so happy at St. Euphogenias. I just know it. Thank you, my dear. Sprankles thanks you. Oh, good. And that's how you truth spray your way to success. Du hast meinen Kuh gelandet. Du hast einen Drogenschmuggler aufgehalten, der hochwertigen Feenstamm nach Sprawl schmuggeln wollte. Versteckt im Sarg einer toten Katze. Was für ein seltsamer Tag. Ich weiß aber nicht, warum wir den 4. Stern nicht gekriegt haben. Hättest du noch weiter mit denen reden müssen? Oder hätte den Sarg scannen müssen. Phew, I made it. Listen, I gotta get in there. The whole team came through a while ago, and the game is about to start. We all good? And you are... You're kidding, right? Come on, I'm Saruna Goodfoot, the Star Troll Goblin Ball player for the Kaladar Lightning. I don't have time for games right now. I gotta get to the stadium and win us a game. Genau. Also, die gehört zu Kaladan Lightning. Das heißt, wenn wir sie reinlassen oder nicht reinlassen, weil sie der Starspieler ist, beeinflussen wir damit das Spiel. Also lehnen wir sie ab. Wir können sie auch reinlassen und wir Und wetten dann auf die. Oder so. Ich meine, wir haben keinen Grund, uns hier Come on, the big Negativsterne zu Goblin verdienen. Ball game starts in 30 minutes. My stupid personal Ja, das stimmt driver had to take a natürlich. Das detour stimmt to get natürlich. here. What more do you want me to say? I know what you mean. Personal drivers can really be an inconvenience sometimes. Oh, you have your own personal driver? No, and that's what's so inconvenient about it. So, ich würde mal sagen, wir halten sie nicht lange auf und lassen sie rein. Thanks. Now to wipe the floor with those lousy sprawl brawlers. When you hear the crowd cheering my name, you'll know it's for me. Well, duh. Du hast die Starspielerin der Kaladar Lightning hereingelassen. Mit ihr sind sie nahezu unbesiegbar. Es gibt Leute, da kriegen wir keine 4 Sterne für. Oh, okay. Greetings! I am Praetor Kargan of the Marvog Empire. I believe you met my envoy, the angry warrior with the head in the bag. She would have come by this gate to announce my arrival. I demand you let me pass immediately. Quapla. Also wie du siehst, die Ähnlichkeit ist verblüffend, nicht wahr? Ja. Ja, so ganz weit entfernt. Ich sag mal, wir sagen nein. Ja, weil wenn wir einfach direkt Nein sagen, kriegen wir wahrscheinlich nicht viele Punkte, aber... Tu, was du das für richtig hältst. Er ist die vorletzte Person. Allzu viel. I must resist the urge to need to focus. I am Praetor Kargan of the Marvog Empire. And not some copycat looking to get into the city and use Praetor's likeness to score free hotel rooms. Phew, I did it. Now let me through, child. Qual block. Why do you pester me with questions? I am a very important royal figure, and I must enter your city to meet your princess and marry her. Now let me be gone, child. Quack black. Es wird immer schlimmer, was sie sagt. 1,000 apologies. I imagine you don't like to be kept waiting. I understand these are only routine procedures. Your envoy said you had a message for the princess? What was that message again? My message? Oh, it's Iki Bok Choi Flanagan Mok Tok. It means together we shall be married. Entschuldigung. That's beautiful. Thank you. Quaplorm. How long did it take you to learn a second language? Not that long. It wasn't hard to learn Marvagian. I mean, this language we're currently speaking. But I am the prattler.
doing? Since when are you exercising independent thought? I don't care what your opinion of them is. If they're the real Praetor Kargan, then let them through at once. Is that clear? Aber sie ist nicht echt. You've made a powerful enemy today, little girl. You'll soon feel the wrath of an entire empire. Quaplort and goodbye. So, die Catchphrase sagt sie jedes Mal falsch. Du hast die alte falsche Prätorin-Masche schon von Weitem durchschaut. Für wen hält sie sich? Jemanden, die die falsche Prätorin-Masche nicht durchschauen kann? Pff, Amateurin. Little warrior, I am weary after a long journey, and I am not used to being made to wait in a lineup. Let me pass on my way. I must rest before I meet your princess in order to win her hand and bring honor to my people. This seems more legit. This may seem like a strange request, but would you mind saying your famous battle cry for me? You mean Kapla? That's the one. I would hope that my stunning war cry is sufficient to being granted entry immediately. Natürlich. And thus I truly begin my quest to marry Princess Desdemona and bring a generation of prosperity to the Marvog Empire. You, little warrior, will have a footnote in history for this encounter. For victory, for Marvog, Kapla! Nach der Hochstaplerin war es sehr klar, dass diese Würdenträgerin seriös ist. Hervorragende Arbeit, ihr sofortigen Eintritt zu gewähren. Niemand könnte dich beschuldigen, jemand unnötig aufgehalten zu haben. Aufgrund deiner guten Arbeitsleistung 3,33 sind für diese Schicht 30 Gold bezahlt worden. So, die Texte haben wir alle schon gelesen. Weil wir machen ja eh keine Zeitreise, um es zu ändern. Dann brauchen wir auch nicht zweimal zu lesen, um den Fehler zu suchen. Genau, wir haben ja den Auftrag von Dad bekommen, ins Koboldballstadion zu gehen. Thank you for coming to my booth today. I'm here taking a poll on what the new name for the stadium should be. What's wrong with the Goblin Ball Stadium? It's a little on the nose. The owners want a little more pizzazz in the title, and you don't get pizzazz without taking polls, or poll-zazz as I call it. Care to give your opinion? Actually, I've really got to be... Great. What one word would you use to describe Goblin Ball? Was benutzen wir, um Koboldball zu beschreiben? Weiß nicht, aufregend, langweilig. Was die? Aufregend. Perfect. And the stadium Aufregend. Alles okay bei dir? Basti, hast du dich in einen Roboter verwandelt? Ein Kolosseum. Excellent. And finally, you come to the stadium mostly for... Wir kommen ins Kolosseum. Für die Waschräume, für den Sport, für das überteuerte Essen. Was? Basti, bist du sicher, dass mit deinem That Mikro is alles super. okay ist? Your input will be tallied with the others. Thank you very much Ja, for your time wieso? today.
Weil ich kurz dachte, dass du dich in einen Roboter verwandelt hast. Ich hab keine Ahnung, was du meinst. Concessions, come and get them. We got it all. T-shirts, hats, food, drink, illegal gambling, commemorative foam fingers. You there. What can I get for you today? Did you say illegal gambling? I sure did. You interested? I'm 12. Hey, it's illegal anyways. What's the difference? You want to bet on who's going to win the big game? I can't be any worse at this than my dad, so sure, why not? Here are the teams at play, kiddo. Which one do you want to hear about? They're not the best team in the game, but they got a real ringer playing for them. Saruna Goodfoot. Boy, when she gets going, you can't stop her. You sure you want to bet on them? Ja, wir wollen. How much you looking to gamble? So viel wir können. All right, kid. Your bet is in. Good luck. This hat, it is not as fantastic as my previous hat. My journey, it continues. Und ja, wir treffen ihn jetzt an diversen Ecken mit neuen Hüten. Let's watch some Goblin Ball. After one of the most chaotic third quarters I've ever seen, complete with the rare capture of the Golden Mongoose, this is Ich still hoffe, er anybody's game. findet den Hut, der ihn But look, glücklich Kaladar star macht. player Saruna Goodfoot has taken possession of the wagon wheel and she hurls it. And it's passed through the flaming gates. That's the game, folks. Too bad, Sprawl Brawlers, but that is certainly one for the record books for Saruna Goodfoot and the Kaladar Lightning. Lucky guess, kid. Come back next time for all your illegal gambling needs. Just ask for Fredo. So, und so haben wir $50 gewonnen. Indem wir die korrekte Person reingelassen haben und damit wir wissen, wer gewinnt. Ja, wie man das halt macht, ne?